März. Das da ist der Alienschwanz in Bronze gegossen. Naja, mein Hauptwerk ist eigentlich in Zürich entstanden, in meinem Atelier. Da habe ich dann da bin ich eingezogen in Oerlikon am 70 und habe dann bis jetzt bin ich da drin und habe mich etwas vergrößert und so. Und ich habe mich da so eingerichtet, dass ich einen Lift an der Wand hatte, wo ich die Bilder heben und senken konnte, damit ich die großen Flächen, dass ich die überall bearbeiten konnte. Und jetzt habe ich schon seit 1990 male ich keine Bilder mehr, es ist mir verleidet. Ich zeichne nur noch, ich mache einen Haufen Zeichnungen in Skizzenbüchern und die sind wichtig geworden. Und dann mache ich Skulpturen, wie die draußen ist, die Passage oder was auch immer. Da habe ich jetzt eigentlich nicht gerade viel, weil der Hauptteil ist in Paris von meinen Arbeiten. Zum Teil Leihgaben vom Museum, zum Teil Leihgaben von großen Sammlern in Zürich oder in Deutschland. Ich bin immer erstaunt, dass ich so viele Fans habe. Das habe ich gar nie gewusst, bevor ich dann plötzlich in Paris oder so die Massen da sehe, die da ankamen. Das war verrückt und wie die Leute zum Teil total wie soll ich sagen, die waren sowas von gerührt. Also jemand, der kam dort und hatte gesagt, er liebe meine Arbeit und er wäre so glücklich, dass da sind ihm die Tränen gekommen. Ich habe nicht mehr gewusst, was machen. Es war so herzig. Man sieht, ich habe so für Symbole habe ich eine große Vorliebe. Und diese Symbole, die mag ich mich erinnern, kommen mir immer mehr in den Sinn, wie ich sehr glücklich war, als ich irgend so ein Gegenstand in den Händen hatte. Ich habe das richtig gesammelt und das waren die unmöglichsten Dinge. Es waren also alle diese Symbole, die tauchen immer wieder auf, das habe ich bemerkt. Denke ich mir, warum kommt das und das auch immer so? Oder eben das laufende Blut oder die Tropfen, die da immer runterlaufen, wie man draußen bei der Passage gesehen hat, sind doch auch wieder so Bäche von Lack oder von entweder ist es Blut oder sonst was da runterläuft. Und dann hat ja mich der Fritz Billeter mal gefragt und ich habe dann das rausgefunden, dass das dadurch kam, dass ich im Kindergarten Marienheim, wo ich mal eine Zeit lang war, haben wir immer Christus vorgesetzt bekommen, der so, wir mussten beten und die Schwester hat uns immer das Antlitz Christi gezeigt, in verschiedenen Darstellungen von verschiedenen Künstlern, wo immer mehr oder weniger Blut von der Dornenkrone lief. Und die Schwester, wenn wir nicht brav waren, hat sie gesagt, ihr seid so böse, Christus muss so leiden wegen, schaut nur, so muss er leiden. Und dann war da das Blut lief in großen Strömen über den Kopf. Und dann, wenn es wieder so in die Ferien ging langsam und dann hat er gesagt, jetzt geht's Christus besser. Jetzt seht ihr, da sind da nur noch ein paar Rinnsale, so was Verrücktes. Und das scheinbar diese Dinge, das Zeigen von Dingen hat mich dazu für die Faszination des laufenden Blutes oder Läufe von Farbe oder was auch immer es war. Das hat mich fasziniert und so ist das dazu gekommen. Und wahrscheinlich liegen alle möglichen Dingen so etwas zugrunde. Manchmal denke ich, ich hätte einen Schutzengel. Das muss ich wohl haben. Ich bin schon so vielen Sachen, hätte ich sterben können oder so, wegen irgendwas. Und ich habe immer irgendwie ein verdammtes Glück gehabt. So muss so etwas wie ein Schutzengel existieren, scheinbar.
Ich habe auch eine Figur so genannt, diesen Vogel, der da drüben über dem Ding ist, das ist der Guardian Angel. Der mit dieser Brust, wo so Saxophonklappen drauf sind. Ja, der Guardian Angel. Oh, hebt das echt? Scheiße, der Schnee da oben, das gefällt mir nicht so. Seit ich dieses Schloss habe und so, muss ich, ja, das ist nicht einfach, das muss ich sagen. Ich habe mich nie dafür interessiert, was kostet und so. Ich habe immer alles gerade so gemacht. Und obwohl links und rechts die Leute gesagt, pass auf, das wird dann kosten, das ist ein Fass ohne Boden und baba und so. Ich habe immer gemacht, ohne zu rechnen, was wird das kosten oder wird das laufen oder nicht laufen. Wenn mich was fasziniert hat, dann habe ich es gemacht. Das hätte ich all die Sachen gar nie gemacht, wenn ich da ausgerechnet hätte, in was ich mich da stürze. Und dann wäre nichts passiert. Also, ja. In Zürich, in meinem Heim, habe ich eine Bahn, nicht? Also im Garten, die ist nur jetzt etwas außer Betrieb, aber hier im Schloss sollte es eine Bahn geben, die dann einem hinaufgeführt hätte in die oberen Räume. Und das wäre so eine Art Geisterbahn, aber natürlich etwas vielschichtiger. Und das wäre toll, aber das kostet zu viel. Wir haben mal da gesammelt und so, aber naja, also der Lift, dass die Wägelchen nach zu Oberst bringt und dann fährt das die Räume ab und da hat es so irgendwie so Wände, die sich verschieben und so, wo man dann von dort aus die Sachen sieht und wo man drüber, rauf, runter und dann in den Turm zurück, wo das ein spiralmäßig an den Wänden entlang, im ausgehöhlten Turm da, nicht? Das wäre irre. Und dann alles mit Holographien, dass man nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das wäre schon toll. Aber eben, das kostet ziemlich viel, also 3 Millionen. Mit dem könnte man es machen, ja. Größtenteils. Aber jetzt bin ich mal zufrieden mit dem, was ich habe. Ich zahle immer noch dran.